Guangzhou Sunakland, genau. Darum soll es jetzt gehen. Und dieser Park ist echt crazy. Der hat ein paar verrückte Rides und hat uns überrascht mit dem, was da so steht und mit dem, was da so abgegangen ist. Und es gibt halt eine beziehungsweise zwei Achterbahnen, für die man in diesem Park gehen muss. Das ist absolute Pflicht und das absolute Highlight und ein wirklich weltweit gesehen ein absolutes Achterbahn-Highlight. Außerdem gibt es in dem Park einen wirklich schlechten Klon, würde ich noch nicht mal sagen, eine sehr schlechte Kopie von Arthur im Königreich der Minimoys, die Achterbahn Dark Ride aus dem Europapark mit der Lizenz zu Arthur im Königreich der Minimoys. Das ist ja der allererste Suspended Powered Coaster von Mug Rides gewesen. Und da gibt es echt eine billige China-Kopie von in diesem Park, wo aber auch wirklich eine Weltklassebahn steht. Dazu gleich auf jeden Fall mehr. Der Park hat 2019 erst eröffnet, wurde damals von der Wanda Group geplant und gebaut. Die haben den Park dann aber verkauft an Sunac China Holding Limited und die haben den 2017 übernommen und dann haben die 2019 den Park halt eröffnet und seitdem ist es das Sunac Land Guangzhou. Wir müssen, glaube ich, nicht darüber sprechen, wie die ganzen Provinzen heißen, aber das Ganze ist dann in China. Die Qingbiao Intercity Railway ist der Schnellzug, der dahin fährt. Wir sind da mit der Metro rausgefahren, sind dann aber noch ein gutes Stück mit dem Didi gefahren. Didi ist das chinesische Uber, so kann man sich das vorstellen. Und das auf jeden Fall dann jetzt schon mal an dieser Stelle. Und ich wollte eigentlich jetzt so reinsliden in so ein paar Impressionen, die der Park so der Eingang vom Park, dass man das einmal jetzt hier schon mal sieht. Das wollte ich eigentlich ein bisschen laufen lassen, wenn ich das erzähle, aber nicht, dass ich so ein bisschen durcheinander komme. Ein großer, pompöser Eingang, wie man sieht. Und es war halt nichts los. Wir sind angekommen, es war einfach Dead Trousers, wie wir Experten so sagen. Und dann kommst du rein und dann ist in der Mitte einfach so ein gigantischer See mit einer noch viel gigantischen Riesenradkonstruktion, die gerade im Bau war. Es sieht alles auch ganz nett eigentlich aus. Dann gab es diese Tauben. Das habe ich gar nicht verstanden, aber Tauben sind cool. Und dieses Schild ist einfach... Ja, es ist übersetzt, aber vom Wording ist das so geil. Thank you for not pissing on the floor. Es ist schon eine Ansage auf jeden Fall. Und das ist nicht das einzige Schild in China, was man finden kann, wo man nicht möchte, dass die Leute auf dem Boden urinieren. Ich möchte aber auch keine Rentierexpresse haben, wenn ich gerade wieder vor Hitze und schwüler Luft sterbe. Aber auch die fahren dann durch den Park dort. Das ist auch sehr crazy gewesen und das war direkt zur Eröffnung. Oder auch kurz danach. Hier nochmal kurz die Tauben. Tauben, die Bahnen sind schon ein bisschen süß, ne? Aber darum sollte es eigentlich gar nicht bei unserem Besuch gehen. Aber so wurden wir begrüßt, als wir das Sunakland in Guangzhou besucht haben. Es gibt auch so coole Portale dann dort. Und es ist alles hübsch gemacht. Man sieht am Himmel, dass nicht alles unbedingt hübsch ist. Höflich sind die Chinesen übrigens nicht, das sehe ich kurz im Chat. So ein kleiner Cut auf jeden Fall mal kurz hier, wo ich mal hier kurz reinslide. Und in China gibt es sehr viele Schilder, die auf Englisch sind. Meine Highlights sind so Sachen wie Sample Text, die auf Schildern in China stehen. Da hat man dann das Schild mit Schrift bestellt, aber nicht beschriftet. Ich weiß es nicht. Englisch sprechen tut da jetzt eigentlich auch keiner so unbedingt. Aber das einmal so ein bisschen, diese Show, die war, glaube ich, um 16 oder 17 Uhr erst. Und wir waren da schon dreimal durch. Haben wir nicht gesehen. Aber was man in diesen Bildern hier sieht, ich gehe mit der Maus mal hier rüber, also ein riesen Traversen, also es ist ja kein Traversenbogen mehr, ein riesiger Bogen mit viel Lichttechnik drin, riesige Tribüne teilweise überhaupt. Hier unten ist so ein bisschen Stunt-Action, hier gibt es noch Wasserbecken und ein Backdrop. Crazy, finde ich.
Ich finde auch crazy, wie das wieder in der Stadt integriert ist, das Ganze. Das ist in China auch relativ normal, sage ich mal. Und auch große pompöse Thematisierung ist relativ normal in chinesischen Freizeitparks. Und leider war auf dem letzten Trip auch normal, dass viele Schulklassen da waren und die teilweise, wie man sieht, sehr viel Müll hinterlassen haben. Also zum einen ist das wirklich sehr strikt und diszipliniert alles. Oh, da muss ich kurz anhalten. Zum anderen ist es aber auch sehr ruppig, rüpelhaft. Ich glaube, das habe ich vor einigen Wochen der beste Begriff, um Chinesen zu beschreiben, ist, dass die sind sehr rüpelhaft. Und man sieht jetzt hier eine Picknickdecke. Das ist ja jetzt nichts Außergewöhnliches. Und die Taschen drumherum, Müll drumherum. Was man hier im Chat so ein bisschen sieht, ist, oder unterm Chat, ein Megafon. Diese Megafone werden im Vorfeld besprochen und laufen dann auf Dauerschleife mit irgendwelchen Ansagen. Das macht einen wahnsinnig. Und diese Decke ist eine Picknickdecke, die sich da jemand hingelegt hat. Und da sind auch die Taschen drauf. Und dann sind die wahrscheinlich rein, um diesen Ride zu fahren, über den wir auch noch sprechen werden. Da kommt gleich, ich weiß nicht, ob das in den Aufnahmen mit drauf ist, im Vlog hat man es auf jeden Fall gesehen, einer vom Cleaning und der kehrt dann halt auch den Müll von dieser Picknickdecke runter. Das finde ich sehr skurril. Das habe ich so auch noch nicht erlebt. Dann gehen wir mal weiter rein in das Video. Und da ist er, der vom Cleaning, der da auch einfach auf der Decke rumsteppt. Das ist alles jetzt gerade mal so ein bisschen den Park zu beschreiben. Man sieht noch mal ein bisschen die ganzen Schulklassen, die hier unterwegs sind. Und Uschi, die jetzt gerade von den Schulklassen auch wieder beäugt wird. Das ist auch in China echt krass. Als Rundauge wirst du da halt wirklich, was des Wortes, beäugt. Du bist was Außergewöhnliches. Und ja, die machen Fotos mit dir. Je mehr du nach außerhalb kommst, desto mehr werden Fotos gemacht. Und je südlicher du unterwegs bist oder je mehr du aus Peking dich entfernst, desto offener sind die Menschen auf jeden Fall auch für westlich aussehende Menschen. Das war schon crazy, aber da wurde auch irgendwie Zuckerwatte, an der gerade rumgelutscht wurde, angeboten. Da haben wir dann doch dankend abgelehnt. Das weiß ich nicht. Die Parkeisenbahn fuhr, glaube ich, nicht, als wir da waren. Sonst hätten wir die, glaube ich, auch noch mitgenommen. Jetzt ist hier schon eine Mücke drin. Pferde, abgemagertes Pferdereiten, schwierig. Und Dark Rides auch schwierig in dem Park. Die waren alle geschlossen. Man sieht auch die Gatter davor. Da gucken wir auch gleich noch, was es da eigentlich so hätte geben können. Was gab es da mal. Und da waren nämlich in dem Park leider auch spannende Sachen, die den Park inzwischen verlassen haben. Da wurde auch noch ein bisschen Entertainment für die Kids gemacht, mit ohrenbetäubender Musik. Das war auf jeden Fall auch ein bisschen schwierig. Aber ja, diese Light-Version von diesem traditionellen Game mal zu sehen, fand ich auch ganz cool. Und wie immer in China, es wird fleißig gebaut und gewerkelt an allen Ecken und Enden. Und die sind so unglaublich schnell mit ihren Baustellen. Ja, genau. Da haben wir wieder mal ein Beispiel für Schilder auf Englisch in China. Ja, hier ist jetzt ein Banner auf dem Bauzaun. Coming soon schreibt man ein wenig anders. Das weiß sogar ich, dass das so nicht geschrieben wird. Aber das macht diese Trips auch spannend und interessant, meiner Meinung nach. Eis, crazy. Also wirklich crazy, was da für Kunstwerke geschaffen werden. Hatten wir ja auch in Happy Valley Shenzhen, dass da ein Hus Park Attractions Giant Frisbee Eis verkauft wurde. Und ja, man sieht doch mal hier die große Deko mit diesen ganzen großen Wohnblöcken im Hintergrund. Das ist wirklich verrückt. Also das ist Standard fast in China, aber aus westlicher Sicht oder so, wie man sonst bei uns unterwegs ist das Bild doch immer noch sehr skurril, auch wenn man das schon ein paar Mal hier bei uns gesehen hat oder wir selber das gesehen haben. Und hier haben wir auch eine weitere Attraktion, die nicht mehr in Betrieb war und scheinbar, wenn man sich das Schild anguckt, schon länger nicht mehr läuft oder die Sonne halt da schon gut was weggeballert hat. Das war, glaube ich, auch ein Dark Ride. Da müssen wir gleich auf jeden Fall mal reingucken. Und es gab keinen Wasserpark. Das war so ein Rapid Slide, den es in dem Park noch gab. Aber es gab
Amusement Park Exit, wie man sehen kann. Und da gab es dann diesen Garfield Simulator Ride mit VR-Brille und einen Garfield Ausgangsshop. Aber Garfield war nur in diesem Ausgangsshop präsent und sonst gar nicht im Park. Ich habe es null verstanden. Und diese Tiere, auf denen man so reiten kann, vor dem Park, vor den Drehkreuzen, man sieht die Klebebandmassen, die diese Viecher noch zusammenhalten. Es geht doch gar nicht. Oder da fehlt ja auch, die Hälfte sieht ja aus wie ein einäugiger Voldemort, Alter. Was ist denn das? Das ist ein bisschen schade, so Pflegezustand. Also es wird sehr viel, sehr oft, sehr neu und sehr schön gemacht, aber dann war es das auch und man packt es nie wieder an, bis es vergammelt auseinanderfällt und irgendwann auf dem Zenit angekommen wird das Ganze platt gemacht. Und ich spreche von so ein bisschen allgemein die Kultur in China und nicht vom Phantasialand. Und ja, wie auch im Chat gerade zu lesen, chinesische Parks sind eine ganz andere Welt. Es ist so viel so gleich, es gibt so viel Parallelen und es ist am Ende des Tages doch so anders und so grundunterschiedlich. Dieses Riesenrad wird wohl wieder fit gemacht. Man sieht auch, dass daran irgendwo unten drunter geschweißt und gearbeitet wird mit einem Parkbetrieb. Und dann sieht man die Schiffschaukel, ein Karussell dahinter und dahinter ist noch ein kleineres Riesenrad, was aber lief. Wer wird irgendwo in Mitteleuropa 2 Riesenräder hintereinander hinstellen in verschiedenster Größe? Also vielleicht gibt es dafür Beispiele, aber mir spontan fällt jetzt keins ein. Die Schiffsschaukel sieht ganz nett aus und war voll besetzt mit einer Schulklasse, wie man an den T-Shirts unschwer erkennen kann. Dieser Parachute Tower in dem Park ist, glaube ich, weder von ABC Rides noch von Intamin oder ähnlichem, aber wurde bestimmt davon inspiriert, sieht aber eigentlich ganz nett aus, muss man sagen. Dann gab es eine kleine Eisenbahn, stimmt. Doppelstöckiges Karussell, sieht auch ganz nett aus. Ein bisschen Plastiklook so da drin. Dann nochmal das kleine Riesenrad, was so, das könntest du so auch bei Tomorrowland hinstellen. Das wäre fast schon eine Bühne. Fast, ne? Flying Fishes sieht auch nicht aus wie von Zira, sondern eher wie von einem chinesischen Hersteller. Und es gab eine Piraten-Maze oder ähnliches, Pirates of the Black Pearl. Das ist wie so ein bisschen kreativer kopiert, aber man kennt ja ein bisschen so die Färbung, wo das Ganze vielleicht herkommen kann. Also das war, glaube ich, so eine Walkthrough-Attraktion, das war Upcharge, hätte extra gekostet. Wir haben einige davon schon bis zu dem Zeitpunkt in China gemacht und waren davon nicht so überzeugt, dass wir das hätten machen wollen. Flying Guangdong war auch das Flying Theater, vielleicht kommen wir da gleich noch zu. Auch das haben wir nicht gemacht, weil ich Flying Theater nicht so cool finde, vor allem nicht, wenn ich dafür warten muss. Ja, das war crazy in China. Aber da muss man auch einfach hoch. Das war Upcharge, hat auch extra gekostet, aber was war das? War das 2,50, 3 Euro? Dass du nicht nur da hochkamst, den Ausblick hattest, diesen Walk über diesen Glasboden, sondern auch mit so einem Schlauchboot, Rutschen, Wasser-Ding, da kommen wir auch noch zu, runter sliden konntest. Jetzt haben wir hier Magic Bikes. Ich glaube, das ist sogar original von Zamperla. Wir haben im Rahmen der Tour auch irgendwie so eine China-Kopie gesehen. Ist ein cooles Fahrgeschäft, das ist cool gestaltet auf jeden Fall. Ein Jumper, der könnte quasi wieder von jedem sein. Das ist bei chinesischen Parks super schwer irgendwie rauszubekommen. Wer hat da wo was gebaut, geliefert? Die Sachen gibt es von chinesischen Herstellern, die gibt es von spanischen Herstellern. SB Visa baut sowas, haben sie jetzt in Grönerlund erst eröffnet. Also da ist auch wieder alles möglich. Und wir haben nochmal Zamperla mit einem, nicht Airport, wie heißt denn das nochmal? Gibt es auch im Fort Fun. Habe ich mal ein Video zu gemacht. Bin ich gerade doof? Ja, also nicht nur gerade, sondern allgemein auch. Aber genau, das haben wir ja auch noch. Ich komme gerade nicht drauf. Boah, das liegt mir auf der Zunge, das ist gerade ärgerlich. Aber da sieht man auch wieder coole Gestaltung. Und ein Air Race, danke an Devil Rex Whitefire für Luftrennen. Danke. Snipes Official auch. Oh, ist das unangenehm.
Ihr solltet vielleicht diesen Kanal übernehmen. Genau, dann gab es auch so eine doppelspurige Monorail und es gab auch so eine Giant Frisbee von Zamperla noch und das war auch die Ecke, wo auch dieses Pferdereiten war, Schotten Drop Tower. Der war, glaube ich, auch nicht von S&S. Aber wie gesagt, Quellen dazu, wer das wirklich irgendwie gebaut hat, schwierig. Auch der Wellenflieger sieht nicht unbedingt nach Zierer aus und ich glaube auch nicht, dass die Road Design haben und auch die Teacups. Es sieht aber alles cool aus. Also wenn man das jetzt auch so sieht, man sieht ja, dass das richtig cool aussieht. Also so ist das jetzt nicht. Tagada heißt hier Disco, auch cool und das waren wohl die Impressions, die ich noch hatte. Also das erstmal so allgemein zu dem, was in dem Park steht, was man da in dem Park so machen kann, außer Achterbahn und große Wasserbahnen. Da gab es nämlich auch ein bisschen was. Aber da habt ihr jetzt schon mal so einen Einblick bekommen ins Guangzhou-Sunak-Land, was die allgemein so ein bisschen zu bieten haben. Spannend wird es natürlich bei Achterbahnen und vielleicht auch bei Wasserbahnen. Und ich habe da ja eine eben schon angesprochen. Vielleicht gehen wir auch dann direkt zu dieser Bahn. Und hier haben wir diesen Turm, wo man mit dem Aufzug hochfährt und man dann für 39 Yuan da hochfährt und dann die Aussicht hat. Und diese Rinne, die man jetzt sieht, kommt man wieder runter. Das ist ein Riesenkonstrukt, das gibt es auch öfter in China. Und es ist echt, jetzt wenn ich das so nochmal sehe, ziemlich gruselig. Aber wir haben das gesehen, haben überlegt und das waren umgerechnet, waren das glaube ich diese 3, 4, 5 Euro. Und ja, komm, machen wir. Dann haben wir den Ausblick und Uschi hat auch gefragt, ob wir zusammen fahren müssen. Das hätte ich jetzt nicht bevorzugt, aber okay, kann man fragen. Und das sieht alles so crazy aus. Ich wollte ein Stück zurück. Hier kann man 200 Kilo max pro Boot. Und das verstehe ich auch nicht, weil man wird nicht wirklich schnell und man kann gar nicht aufschaukeln, weil diese Wanne, wo man runterrutscht, ist eckig. Das ist auch dann ein Problem gewesen, wo man nämlich ziemlich nass wird. Weil das Wasser dann sich so nicht also das, wie soll ich das erklären? Ich kann das nicht erklären, aber man sieht es jetzt so ein bisschen in der Fahrt. Es ist ja auch nur so ein Wasserfilm, ein relativ dicker Wasserfilm, dann diese herzförmigen Lampen da drüber. Man ist verdammt hoch, man ist in diesem Glaskasten und fährt runter. Wir durften auch kein Rennen fahren, wir mussten separat fahren. Und man sieht, dass das Boot quasi die ganze Zeit so eine kleine Welle vor sich her schiebt. Und durch dieses Eckige, da sieht man es, schwappt dann irgendwie das Wasser die ganze Zeit in das Boot. Ich zuckte auch mit dem Bein schon wie so ein Depp. Und man fährt die ganze Zeit einfach nur eine durchgehende Rechtskurve, was echt nicht gut ist. Das ist übrigens kein Count, das ist einfach nur dumm, das zu machen und dafür noch extra zu bezahlen. Aber irgendwie wollten wir das mal machen. War auch irgendwo lustig, aber man wird dabei halt wirklich unangenehm, unnötig nass. Hier, guck mal, die Wellen, wie die da drin stehen, flupp, das Wasser. Du sitzt da ja auch dann drin. Weißt du? Und ja, Tamara, wahrscheinlich die 200 Kilo nur, weil das einfach so eine ollen Glasplatten sind. Ja, dann slidet man da irgendwie in dieser Dauerkurve runter. Das ist so semi-witzig irgendwann. Also erst ist es lustig, aber diese Layouts, das Layout jetzt von der, die wir gefahren sind, ist so, da könnte auch noch mal irgendwie was anderes vielleicht passieren, wäre ganz nett, ist aber nicht. Ja, und da komme ich dann auch runter und man sieht schon die Welle, die ich mitbringe und das Wasser, was da unten rausläuft, also fies, es war fies. Aber okay, so weit, so gut. Haben wir mal gemacht. Aussicht war cool. Wir konnten nochmal coole Aufnahmen vom ganzen Park machen. Wir sind über diesen Glasboden rumgelaufen und wir haben das dann einfach mal gemacht. Und in dem Park hatten wir auch die Zeit dafür. Von daher war das ja alles in Ordnung. Und dann kam der Moment, wo wir gesagt haben, so, guck mal hier, Crazy Waves. Da können wir ja mal hingehen. Und vielleicht fahren wir das ja auch noch. Und Crazy Waves ist der Shoot the Cute Water Dark Ride in dem Park. Sieht jetzt erstmal nicht so vielsagend aus. Man sagt diesen Drop, man hat diese gigantische und gewaltige Welle, aber das heißt ja auch nichts. Und dann sieht man diese Regencapes.
Und man sieht dann dieses große Gebäude von oben, da waren wir ja vorher oben und dann war so, okay, da scheint es auch noch einen Dark Ride Part zu geben, da gehen wir mal hin. Die Abfertigung ist wieder die absolute Katastrophe, die Boote stehen da 30 Jahre, bevor die rausfahren. Das ist wirklich echt nervenraubend. Aber jetzt sieht man schon mal, das ist aus der Station raus, was ein crazy Part das schon ist, wie hoch. Und das komplett mit Kunstfelsen und nicht nur an den Wänden, sondern auch an der Decke. Also das ist wirklich krass. Das kann man sich irgendwie bei uns so nicht vorstellen. Das wird es bei uns so nicht geben. Man sieht auch die ganzen Regencapes. Auch das wird es so nicht geben. Und auch das gab es für uns nicht. Und nicht, weil wir jetzt irgendwie Rundaugen sind, sondern das waren gratis Regencapes für Kinder. Und die bekommen auch nur Kinder. Das sind aber auch nicht nur Plastikregencapes für Kinder, das sind Einweg-Plastikregencapes für Kinder und die lagen überall rum, weil die werden nach der Fahrt abgerissen, weggeschmissen. Wir haben uns jeweils so 2, 3 Stück davon genommen, uns damit irgendwie versucht einzurappen. Das hat nicht geholfen, es hat gar nichts gebracht. Also so absolut gar nichts. Aber wir sehen jetzt hier nochmal den Außenpart dieses Rides. Das ist echt krass. Also wirklich, da hat man nochmal eine Wand links hingebaut, die ist auch bewachsen. Man hat die Palmen da, man hat komplett Rockwork auch an der Rinne. Man hat dann die Halle auch noch gestaltet und noch ein paar Figuren hingesetzt. Das ist wirklich, wirklich richtig, richtig gut, meiner Meinung nach. Das ist echt krass. Wirklich krass. Und ja, Deutschland rettet mit Pappstrohhalmen die Welt, während da tonnenweise Plastikregencapes in den Müll fliegen. Ah, Mann, ey. Ja, auf jeden Fall war der Ride sehr lang. Ich weiß nicht, ob wir uns das jetzt hier komplett geben. Nicht, dass wir was verpassen, aber vielleicht lasse ich euch dann auch erstmal ein wenig mit dem Ride alleine und bin aber noch hier, keine Sorge. Aber auch da sieht man wieder, ne, jetzt wo es reingeht, Alter, was haben die da bitte gemacht? Das ist doch voll crazy. Also, da hinten ist, glaube ich, ein Screen, der nicht bespielt wird. Da sind Windmaschinen, die einen wegblastern. Aber was ist denn da los, ey? Das ist echt crazy. Die Abfahrt für einen Count ist nicht die Abfahrt, sondern etwas, was drin passiert, was das Ganze zu einem Grauzone-Blödsinn bei Coaster Count macht. Das ist so ein Quatsch. Aber das ist wirklich, wirklich, wirklich krass gemacht. Der vor mir hat übrigens jetzt in diesem Moment sein Regencape zerrissen. Das ist so krass. Ja, und da haben wir den ersten Screen in dem Ride und es zieht ein Sturm auf. Die haben dann entsprechend auch Windmaschinen da drin. Es stürmt, überall es gicht und es geht auf jeden Fall crazy ab. Und wir sind da jetzt auf so einer Drehplattform, die sich dann dreht und dann rückwärts so ein Camelback fährt. Und das Ganze macht diese Bahn dann zu einem Grauzone-Count übrigens. Ja, weiß ich jetzt nicht. Das ist die Rückwärtsfahrt. Und weil es wieder hochgeht mit Schwerkraft in den zweiten Turntable, sind wir quasi wie bei Atlantica Super Splash im Europapark. Nur, dass das jetzt kein U ist oder kein O oder was gefahren wird, sondern man fährt halt so rein, dreht sich so, fährt rückwärts, wird wieder so gedreht und fährt dann wieder raus. Und da gibt es einen kleinen Drop in der Halle, den wir jetzt auch gleich sehen. Und der auch schon eine gigantische Welle verursacht. Und da war schon klar, ey, das wird wirklich, wirklich unschön heute. Jetzt dreht sich der Turntable. Es dauert einen Moment. Es dauert immer noch einen Moment. Gleich geht's los. So, das Boot fährt vor. Man ahnt nichts Böses. Es ist auch nicht wirklich hoch. Und da kommt der Drop. Das ist eine kleine Welle, würde ich mal sagen. Also, da war schon ein bisschen was los. Und es hat so eingeläutet, okay Leute, das war's gleich mit euch. Einmal kurz die Linse trocken machen, aber auch diese Quallen an der Decke und so, das ist echt krass. Also ich finde das wirklich, wirklich richtig, richtig gut. Das ist auch das Einzige, warum es Sinn macht, dort reinzugehen. Alles andere nicht. So, wie lange fahren wir dann noch? Da fahren wir auf jeden Fall noch ein Stück.
Aber ich möchte euch das jetzt hier live auf jeden Fall nicht nehmen, dass ihr das einmal komplett seht. Wenn noch das On-Ride noch nicht online ist auf dem Kanal, wird es auf jeden Fall noch folgen. Aber die meisten, also viele Sachen kommen auf jeden Fall als komplettes On-Ride Uncut auch auf dem Kanal nochmal online. Also sind wir schon beim Lift nach oben, aber der braucht halt auch seine Zeit, weil es echt hoch war. Aber auch hier Gestaltung wieder Rockwork komplett rum. Alles beleuchtet mit so indirekter Beleuchtung auch. Also das ist schon gut, was die da machen an manchen Stellen. Das ist ein gutes Beispiel. Auch da ist schon wieder viel zu viel Wasser unterwegs. Also das ist echt, auch wie hoch die Decken sind, ne? Das ist so unnötig groß. Also da merkst du so, okay, das ist Beton und Arbeit kostet einfach nichts. Die Lavaströme sind jetzt wieder so semi. Show Control, Showlicht und vor allem Sound, das können die gar nicht. Soundeffekte, Musik in Rides immer viel zu leise. Rumgeschreie, Megafongeschreie, Alarmgeräusche immer viel zu laut. Also da ist ein gewisses Missverhältnis oder unsere EU-West-Ohren sind dafür nicht gemacht, aber das ist der Eindruck, den wir auf jeden Fall mitgenommen haben. Nicht nur aus dem Park, sondern aus allen Parks im Gesamten. Und wir rollen jetzt langsam mal zum finalen Drop und das war nicht mehr schön. Also die Kapuze, das Highlight war die Kapuze von dem Dude vor mir, die getrennt vom Rest des Capes unterwegs ist und mich noch vor dem Drop schon nass gemacht hat, wie man sieht. Danke dafür, liebe Grüße, alles Gute. Und die Spannung steigt und der Weg ist, also es zieht sich auch ein bisschen. Das kann man auch ein bisschen schneller lösen. Ja, und der große finale Drop, auch geil mit dem Rockwork. Und dann, man sieht richtig im Video diesen harten Aufschlag, weil das Boot so gegen das Wasser fährt, nicht ins Wasser, so wirklich dagegen klatscht. Und jetzt sieht man auch an uns, dass ein wenig Feuchtigkeit jetzt im Boot ist. Es ist, da guck mal, wie nass die Füße sind. Und das ist immer das, was ich sage. Und da haben wir das Plastik, aber ganz kurz zu den Füßen. Wenn du bei einer Wasserbahn klitschnasse Füße bekommst, ist das einfach nicht cool. Es geht nicht darum, ihr seid bei einer Wasserbahn nass geworden, beschwert euch. Nein, alles andere trocknet, alles andere funktioniert. Aber nasse Füße, nasse Schuhe ist nicht geil. Absolut nicht. Das sagt ja auch jeder Survival-Experte irgendwo im Amazonas. Ey, keine nassen Füße, nasse Schuhe, das ist nicht gut. Darum geht es, aber das verstehen manche nicht. Aber ansonsten fährt man da erstmal gegen eine Wand. Eine Wasserwand. Und dann bricht diese Wasserwand über dir zusammen. Und wir saßen relativ weit hinten und wurden komplett gesaugt. Also das ist wirklich... Ja, und dann haben wir jetzt hier das Regen-Cape-Massaker. Es ist so krass. Also das darfst du dir wirklich... Bei aller CO2-Steuer und Pappstrohhalm, Schädelmann, also darfst du dir das nicht angucken, ne? Aber die haben dann Handföhne-Trockner, um sich zu trocknen danach. Das sind keine People-Dryer. Aber auch das erlebst du sonst nicht. Also dafür fährst du dahin, das ist wirklich, da hat man noch was zu erzählen, wie man jetzt gerade sieht, aber es ist ja wirklich, das ist eine andere Welt. Das ist absolut eine andere Welt und da kommt dann irgendwie das nächste Boot. Ich bin immer noch nicht trocken, obwohl wir da 3 Stunden geföhnt haben. Und weg, hier, nimm den Plastikmüll. Mutter Erde, du kannst mich mal, du Elende. Es ist, ja. Also das auf jeden Fall schon mal dazu. Jetzt fliegt das Zeug wieder rum, aber es kommt mal so ein bisschen Luft in diese Welt hier rein. Wir haben aber natürlich auch ein paar andere Sachen, über die wir hier sprechen können, die wir gefahren sind, die man in diesem Park machen kann, neben Wasserbahn, Achterbahn und Ähnlichem. Und da sliden wir jetzt gleich natürlich auch direkt mal rein. Und wir haben da nämlich etwas, das haben wir gerade schon mal in den Impressions gesehen, wo es dann nämlich diese kleinen Tüten davor gab. Die Tüten, das rede ich schon, ich bin schon komplett doof. Vorm Eingang lag die Decke, die gefegt wurde. So, der Superspin ist nämlich eine Attraktion von Zamperla aus Italien, ein Disco Coaster.
die große Drehscheibe, die über diese W-förmige Strecke fährt, das kennt ihr alles. Und hier hängt noch ein Crazy Moving Head oben an diesem Aussichtspunkt. Gestaltungsmäßig jetzt nicht der absolute Knaller, aber ich sag mal so, da hat sich auch der Moviepark Germany noch nicht mit rumbekleckert und hatte auch eine sehr hässliche Variante dieses Rides, der auf jeden Fall mit einem ordentlichen Fahrprogramm dahergekommen ist und auch inzwischen ja so ein Grauzonen-Count ist. Das Ding haben wir dann noch mitgenommen, als wir da waren. Ist jetzt zu vernachlässigen, wollte ich euch aber hier auf jeden Fall nochmal mitgeben und zeigen, dass wir das da auch noch gefahren sind. Über dem Wasser ist ganz nett, drumherum ist ein bisschen usselig. Der Himmel macht jetzt auch den Park nicht schöner, aber ja, ich glaube, das ist okay. Soweit. Kennt man, fährt hin und her, dreht sich, brauchen wir jetzt nicht groß drüber philosophieren. So, aber es gibt ja auch noch ein paar andere Sachen. Und ihr seht es schon. Dieses Fahrgeschäft, diese Dark Ride Coaster Geschichte erinnert euch wahrscheinlich an etwas, was ihr schon mal gesehen habt. Und zwar in Deutschland, im Europapark Rust. Nur sitzt man hier auf Bienen, auf dem Bienenschoß und hat dann diesen Ride. Mir fällt da auch nicht mehr viel zu ein. Also wirklich, das spricht so hart für sich selbst, wie absurd das einfach ist. Ja, hier geht es rein, denkt man, ist aber falsch. Auch da geht es nicht rein, ist auch falsch. Zwischen diesen beiden großen Eingängen, da hinten die kleine Tür, das ist der Eingang zu diesem Dark Ride Coaster, der auch eine Moving Station hat. Wir haben den Ride hier Garden Fantasy und das ist ganz interessant. Die haben nämlich in China auch oft Plaketten an den Rides hängen, wie diese, die man jetzt hier ziemlich gut sehen konnte. Und da können wir so ein bisschen was raus mitnehmen. Anschlusswerte, Spannung, die Höhe von 17,1 Metern. Und dann gibt es die Höhe des Tracks von 15,2. Die Gondeln, die rotieren mit 6,5 Umdrehungen pro Minute. Also das tun sie nicht, das können sie, glaube ich. Oder, also ich hoffe, dass das theoretisch möglich ist und dass die das nicht machen, weil das wäre echt viel. Und 28,9 km/h Spitzengeschwindigkeit haben wir hier bei diesem Ride, der 2019 eröffnet wurde und von Beijing Shearbola Amusement Equipment Company Limited gebaut wurde. Das einmal zu diesen Facts. Ansonsten gibt es wohl ein Größenlimit von 184 Zentimetern. Betrifft mich zum Glück nicht. Kann ich mich jetzt gar nicht mehr so daran erinnern, weil die haben auch ein Limit von 90 Kilo war es, glaube ich, maximal. Da reicht es aber bei dem Operator, der da vor Ort war, zu sagen, dass das auch so ist und dass das passt. Das erstmal zu diesen technischen Fakten zu dieser Bahn. Und Ablaufdatum wird gerade noch gefragt. Das ist irgendwo, wo war das denn? Hier, 15 Jahre. Nach 15 Jahren kommt die Bahn weg. Das ist jetzt hier gerade unter dem Play-Button versteckt. Aber Service Life ist 15 Jahre. Es ist echt crazy. Und diese Moving Station, da ist wieder mal ein Mitarbeiter, der erstmal in Mikrofon rein sabbelt und alles erklärt und was da so zugehört. Wird aber nicht als solche genutzt, denn die bewegt sich und dann bleibt bei der Zug stehen, den man jetzt ja auch noch mal kurz sehen kann. Und dann die fährt die ganze Zeit durch und der Zug macht so sein Ding. Das funktioniert getrennt voneinander. Der Zug steht, wie man sieht. Wir standen da ziemlich lange, bis es weiterging, warum auch immer da irgendein Block nicht frei war oder so. Und der Boden fährt weiter und ich bin jetzt mit 1,80 nicht zu groß für diese Bahn und habe trotzdem die ganze Zeit mit den Füßen auf dem Boden gehangen. Das ist auch nicht so gut. Aber jetzt geht's mal langsam los und da gucken wir noch mal kurz. Komm halt immer noch auf den Boden, ne? Echt? Ich nicht.
Ich muss mal kurz mich dazu melden, dass gerade irgendeiner hier eine Rakete gezündet hat. Was ist das denn? Und was soll das schon wieder? Es wird gefragt, warum diese Bahnen ein Ablaufdatum haben. Das haben eigentlich auch alle anderen Bahnen bei uns. Das ist aber nicht so festgelegt und es gibt auch da verschiedene Zyklen, die zu beachten sind. Es gibt zum Beispiel die große 12-Jahres-Prüfung bei Fahrgeschäften. Da wird dann auch alles auseinandergenommen und speziell geprüft und so weiter und so fort und bekommt dann entweder Ertüchtigungen oder hat einen neuen Lifecycle und so weiter und so fort. Also das ist gar nicht so ungewöhnlich. Und in China ist es halt so, dass die Sachen dann, die kommen weg. Die ziehen auch nicht um, die werden nicht weiter verkauft. Das meiste da kommt einfach weg und dann war es das. Das hatten wir auch auf dieser Tour. Habt ihr vielleicht in den Vlogs gesehen, dass da auch Bahnen waren, die dann einfach platt gemacht wurden, obwohl die gar nicht so alt waren und quasi durch das Gleiche nochmal neu ersetzt worden. Das ist da ein bisschen schnelllebiger. Nicht so schnell wie der Ride bis jetzt, der Fantasy Garden Dark Ride Coaster, Suspended Powered Coaster, der sich jetzt da langsam so ein bisschen bergauf quält, an ein paar Screens vorbei. Und hier auch, ich habe es ja eben schon angesprochen, aber dieses Show, Tech und Sound aufeinander abstimmen funktioniert da nicht so gut. Und das hier ist mein absolutes Highlight in diesem Ride. Ich weiß nicht, wie gut man das sehen kann. Wahrscheinlich nicht so gut, aber das ist nicht das, was ich als Gast sehen sollte. So gar nicht. Aber okay. Wer sich auskennt, weiß jetzt vielleicht, wie sie das da mit den verschiedenen Screens machen, an denen man vorbeifährt. Und ja, wie gesagt, das zieht sich da so ein bisschen. Man hat ja auch vorher diese ganzen Schwarzlichtlampen sehr stark gesehen. Also es ist nicht so gut gemacht, meiner Meinung nach. Jetzt sieht man noch mal ein bisschen den Track. Und ja, dieses Arthur-lastige sieht man jetzt auch, weil da muss natürlich auch, wenn man in den Indoor-Bereich kommt, der sehr schön beleuchtet ist. Oh mein Gott, ist der schön beleuchtet. Da gehört auch ein Spielplatz unten drunter. Da, Spielplatz, Trampoline gehört unten drunter, hat man so auch im Original gesehen. Müssen wir auf jeden Fall eine Halle irgendwie bauen, wo wir das alles reinpacken. Die Runde da drum, die Gestaltung und alles fehlt vielleicht ein bisschen, aber hier ist ja wieder so ein zweiter Dark Ride Part mit komischen Wesen. Also dieser Ride, der macht mich bis heute noch fertig. Und nicht so sehr wie dieser LSD-Trip, an dem man da vorbeifährt. Also das hat sich ja irgendjemand mal ausgedacht. Auch dieser uselige, nicht Rollrasen, aber dieser grüne Teppich, den man sich sonst auf dem Mietwohnungsbalkon schmeißt. Aber warum ist er so dreckig und vergammelt? Der ganze Park ist von 2019. Ja, also der Zug krebst hier langsam mal ein bisschen raus, weil es ja powert und man sieht ja die Power. Also der zieht jetzt zwar auch ein bisschen an, Outdoor-Part, auch irgendwie viel zu hoch, viel zu undynamisch, viel zu rumpelig. Es macht keinen Sinn. Und die Gondeln drehen ja alle synchron. Sieht man jetzt auch, dass man jetzt, also es ist ja nicht, ab dieser Stelle dreht man sich, sondern ab dieser, da dreht sich die erste, dann fahren wir weiter, die zweite, dann die dritte, sondern drehen, okay, alle drei drehen. Und der nächste usselige grünen Teppichrasen Dark Ride Part, in dem man nicht rein rast, sondern rein eiert. Weiß ich jetzt nicht. Also, nee. Und dabei ist es eigentlich ganz cool, dass man da auf diesem Bienchen sitzt und so, aber und es ist ja auch viel Aufwand in Gestaltung gesteckt worden. Aber das ist nicht so gut umgesetzt. Auch hier fehlt es an der Decke, dann, was man bei der Wasserbahn vorgesehen hat, dass sie das dann schon gut hinkriegen, aber ist nicht so. Und jetzt, das ist der Punkt, da wird es komplett wild. Seht ihr das? Hier ist powered. Hier nicht mehr. Das Ding ist powered. Logisch. Und switcht dann einfach in eine frei fahrende Achterbahn. Das macht auf so
vielen Ebenen keinen Sinn. Aber es gibt ja das erstmals Geschwindigkeit bei der Fahrt, aber es ist... Nee. Also ich bin unfassbar glücklich und froh, das gefahren zu sein, weil das so skurril und absurd ist und so ein Fiebertraum, das macht keinen Sinn. Aber was soll das? Cool. Also wirklich, also Fantasy Garden ist schon eine Highlightbahn. Davon ist auf jeden Fall das komplette On-Ride-Video schon auf dem Ride Review YouTube-Kanal online. Hier sieht man auch noch ein paar Kabel, die zurückkommen und noch mal ein bisschen Dark Ride-Part. Und da ist es wieder. Eins dieser tollen Megafone, die irgendwo rumliegen und palavern, weil wir müssen ja jetzt gleich da aussteigen. Ne? Da ist der Ausstieg. Irgendwann kommt dann auch der Dude wieder mit dem Mikrofon und erzählt auch einem noch was dazu. Ach ja, natürlich bleibt man zwischendurch stehen. Ist ja logisch. Ist ja nicht so, dass da hinten erst die Moving Station kommt. Und wir dürfen jetzt auch glücklicherweise aussteigen aus diesem Crazy Ride. Hier nochmal kurz der Track gezeigt. Hatten wir ja vorher am Anfang mit den Zügen in Bewegung drauf. Also das ist eine absurde Bahn. Das geht wirklich gar nicht. Es gibt aber noch eine weitere Achterbahn in diesem Park, über die wir auf jeden Fall sprechen müssen. Und die ist einfach ein absolutes Highlight. Und zwar nach Garden Fantasy, habe ich Fantasy Garden zwischendurch gesagt, ist es gut möglich, müssen wir noch über Dueling Dragons sprechen. Beziehungsweise, wie wir es in den Vlogs getauft haben, Non-Dueling Dragons. 2019 hat dort von Intamin Amusement Rides nicht nur eine Achterbahn eröffnet, sondern gleich 2 Achterbahnen. Und zwar die Dueling Dragons. LSM Launch Coaster. Aber 2 Stück. Nicht nebeneinander, sondern übereinander quasi. Und zwar... Wie kommen wir da am besten rein? Wo fangen wir denn am besten an, um das irgendwie zu vermitteln? Das kann man, glaube ich, gar nicht so gut vermitteln. Ich sag mal so, wir switchen mal hier rüber. Ihr seht es schon. Hier ist die Achterbahn wie man es kennt. Taron kennt ihr, ne? Zug ähnlich, sitzt ein bisschen tiefer, geiles Frontcar. Und hier drunter ist noch eine Achterbahn. Und das ist das Ganze suspended. Vielleicht Joe Sommerland schon mal gesehen als Family-Version. Und ja, da haben wir hier einfach mal 2 Achterbahnen in einem. Wo jetzt in den Aufnahmen nur eine fährt, da vielleicht auch dann direkt vorneweg, deswegen Non-Dueling Dragons. Die haben nämlich in dem Park etwas geändert. Diese beiden Bahnen fahren nicht mehr zusammen. Gar nicht. Nicht, weil das Timing doof ist, nicht heute, nicht diese Stunde, sondern tageweise fahren die Bahnen getrennt. Also übertrieben gesagt, Montag fährt rot, Dienstag fährt grün, Mittwoch fährt rot, Donnerstag fährt grün. Das ist nicht der Sinn dieser Attraktion. Das ist super ärgerlich. Aber Intamin hat auch zu Recht da Preise für gekriegt. Man launcht auch mit dem unteren Zug, also mit dem Suspended-Zug auf dieser Strecke. Und die fahren dann so übereinander sandwich-mäßig gleichzeitig. Den Lounge, den Looping bis an diese Stelle. Und hier trennen sich dann die Strecken und die duellieren. Da wird es zum Dueling Dragons. Das ist so geil, dass du erst parallel, also nicht parallel, sondern ja, doch auch schon, aber übereinander fährst und sich das Ganze trennt. Guck dir diesen Haufen geiler Achterbahn an und dieser Loop, wo die dann früher mal zusammen gefahren sind. Das ist so ärgerlich, dass das nicht mehr gemacht wird. Aber zu der Bahn selbst. Die rote Strecke ist 830 Meter lang, das ist die wir gefahren sind. Die grüne Strecke ist 790 Meter lang. Beide sind 56 Meter hoch, beide haben 4 Inversionen. Und bevor wir jetzt komplett in die Fahrt starten, da vielleicht dann noch mal ein bisschen ein bisschen Fakten über die Bahn, ein paar Zahlen, die dafür vielleicht wichtig sind. Die Zahl hatten wir ja gerade. Es gibt einen Switch, den sieht man ja, bevor es auf den Lounge geht. Es gibt den LSM Multi-Lounge. Es wird vorwärts abgeschossen, rückwärts abgeschossen. Dann gibt es den Vertical Rollback, also diesen Spike. Und dann wird nochmal abgeschossen. Und dann gibt es ja, wie gesagt, 4 Inversionen.
beide Bahnen mit den gleichen Inversionen in der gleichen Reihenfolge, und zwar mit einem Loop, einem Dive Loop, Zero-G-Roll und einem Immelmann. Das eine suspended, das andere inverted. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht noch ein Bild finden, wie das Ganze mal aussah. Das wäre zum Beispiel eins. Das kann ich euch doch zeigen, oder? So, ist ein Bild von Wang Fei aus der Rollercoaster Database. Und das ist doch mal unglaublich crazy, oder? Also das ich persönlich finde das sehr, sehr bedauerlich, dass das so nicht mehr betrieben wurde. Und die Bahn hat komplett ihren Sinn verloren. Oder sehe ich das falsch? Und jetzt fahren die halt getrennt, die Bahn. Das ist komplett, der Sinn dieser Attraktion geht komplett verloren. Das ist einfach nur, warum? Also, nee, Geld sparen, weiß ich nicht. Angst, dass was passiert, weiß ich nicht. Die sind in den asiatischen Ländern ist man halt super ängstlich, dass was passieren könnte und auf Sicherheit bedacht und macht gleichzeitig super dumme Sachen, die voll unsicher sind. Das ist auch... Aber das einmal, damit ihr gesehen habt, so sah das Ganze mal aus. Und wenn wir dann mal in das On-Ride reinsteppen, was wir noch mitgebracht haben, sieht man auch dann hier den Switch nochmal, der angesprochene. Und das ist jetzt keine Highspeed-Weiche, wie ihr sie vielleicht von Totatis kennt. Wir fahren ja auch etwas gediegener hier auf den Launch-Track, was jetzt auch logisch ist, wenn unten ein zweiter Zug mit dazu kommt, damit das beides auch gesynkt ist und man parallel starten kann. Und dann relativ entspannt wird erstmal gelauncht und es geht relativ weit den Looping schon hoch, dann volles Pfund zurück und dann in den Vertical Rollback, in den Spike. Und das ist schon cool. Jetzt stellt man sich vor, da wäre auf der anderen Seite noch ein Zug, das wäre doch viel cooler. Und man sieht auch hier am Rand, das ist eine Straße, da fährt man lang. Da sind wir mit dem Didi auch dann zurückgefahren. Und ja, dann feuerfrei geht es halt in klassischen, unglaublich großen Looping. Auch cool, alles noch parallel. Und dann kommt ja hier genau die Stelle, wo das Dueling anfängt. Und so wie das hier beides auseinander geht, das ist auch schon richtig nice, ne? Also das ist so schön. Da konnte man sehen, ich weiß nicht, ob hier jemand sich mal überlegt hat, ob das so gut geht, nicht, dass wir da zu viel Airtime haben. Sehen wir mal vor, dass da vielleicht eine Trim Break reinkommt. Und ja, ist aber nicht. So, weiter geht's. Und die Bahn hat es echt in sich. Auch richtig, richtig viel Speed die ganze Zeit. Geiler Umschwung, geile Kurven. Ist so ein bisschen so Mini-Taron, aber doppelt. So ein schöner Injector-Airtime-Hügel. Und richtig cool ist jetzt auch einfach der Part in diesen kleinen Tunnel rein. Beide Seiten haben auch einen Tunnel. Und kommen da auch parallel dann quasi wieder raus. Und ja, dann geht es schon wieder Richtung Schlussbremse. Also es ist dann am Ende des Tages nicht so unendlich lang, aber schon passend und vor allem die Intensität sieht man gleich auch nochmal, wenn wir hinten sitzen und mitfahren, dass die Bahn ein bisschen zu intens für den einen oder anderen ist. Es gibt wieder Ansagen, das ist ziemlich besonders. Es wird sich warm gemacht. Das ist bei vielen Bahnen so. Hier, das ist eine extreme Bahn, eine intensive Bahn und man muss Aufwärmübungen machen, die auch kommentiert und angesagt werden von der Dame hier mit dem Mikrofon, die auch einem Mädel gerade wieder eine Ansage gemacht hat, die rausgeschickt werden musste. Dass das Ganze jetzt nicht so ernst genommen wird, ist jetzt auch nicht überraschend. Der Dude hier schwänzt so ein bisschen das Aufwärmen. Das wird sich gleich rächen. Das sehen wir gleich da. Ja, er braucht das nicht. Er ist zu cool dafür. Nicht so cool. Nee.
noch cooler als er, so rum, ist der Zug. Also das ist wirklich ein ziemlich geiles Frontcar, meiner Meinung nach. Sitze und Bügel kennt ihr vor den ganzen Intamin Coastern. Was ihr vielleicht nicht kennt, was da nachgerüstet wurde, das sieht man so ein bisschen heraushängen, sind die Gurte. Das nochmal zu dem Thema, dass die Chinesen da so ein bisschen ängstlicher sind. Die Gurte braucht man nicht, die sind fürs subjektive Sicherheitsgefühl da oder für die mangelnde Wartung in China, man weiß es nicht, aber die sind nachgerüstet und gehören da eigentlich so nicht rein. So, diese Stellen hatten wir schon. Aber wir sind ja nochmal gefahren. Wollten noch mal uns das Ganze hinten angucken. Und wir wollten ja nochmal gucken, wie wichtig das ist, sich bei dieser Bahn aufzuwärmen. Und hier ist mein Freund in Gelb vorne links. Und da ist es schon vorbei. Schwer zu sehen. Gibt gleich noch ein paar Aufnahmen. Da ist er weg. Da habe ich noch gedacht, ja, die machen Spaß, die albern ein bisschen rum, kennt man ja, aber der Bruder ist schon weg. So viel Stress, so viel Adrenalin, dass der Körper gesagt hat, Feierabend. Und ja, schade. Da kommt er kurz zurück. Oder es ist die Erde, man weiß es nicht. Und komplett jetzt da ist er nochmal da. Oh nee, schon wieder weg. Das ist nichts Schlimmes, da passiert nichts, man ist safe, aber auch jetzt im Rest des Zuges sind jetzt nicht alle am Start und der neben ihm sitzt genauso wenig. Aber es ist halt schon sehr intensiv und das bei sehr hohen Temperaturen, sehr hoher Luftfeuchtigkeit, also richtig schwül. Der Tag war echt sehr unangenehm. Und ja, dann passiert das auch einfach mal. Das ist auch jetzt in Europa schon bei harmloseren Bahnen passiert, dass wir das gesehen haben. Aber hier so die ganze Fahrt nicht mitzumachen, ist auf jeden Fall spannend. Spricht für die Bahn meiner Meinung nach, wenn man eine intensive, krasse Bahn haben will. Und da ist er wieder zurück. Also wir sind schon etwas länger in der Schlussbremse und da gibt es erst das Comeback. Und er weiß auch noch nicht so ganz, was jetzt gerade passiert ist. So ein bisschen weiß der Kollege. Ja, hier sieht man noch ein bisschen die Maintenance Bay. Also krass intensive Bahn, ne? Ja, Maintenance Bay noch zu sehen. Man könnte sogar insgesamt dann mit 4 Zügen auf beiden Strecken fahren, aber naja, das machen sie ja auch nicht mehr. Aber es war auf jeden Fall sehr crazy, wie intensiv das war. Wir haben für 3 Züge, wir saßen im ersten Zug des Tages und im dritten jetzt gerade. Dann zwischen war noch einer. Wir haben aber für das Ganze über eine halbe Stunde gebraucht. Super anstrengend, habe ich ein bisschen ausführlicher auch im Vlog vor Ort erzählt, wie sie das da gemacht haben. Das ist abfertigungsmäßig in China oft wirklich sehr mühselig, langwierig und viel Tata und bla bla bla. Und du hast überall irgendwie so Personalüberschuss und dann bei so ne Sachen, dann gibt es das wieder so gar nicht gefühlt, also zu wenig Leute. Ja, es war schon ein bisschen anstrengend. Und wie gesagt, ist die größte Enttäuschung bei Dueling Dragons, dass die inzwischen die Non-Dueling Dragons sind. Das war wirklich sehr, sehr schade und hätten wir uns anders gewünscht. Hier ist nochmal die Straße zu sehen, von der man auch dann ganz gut das hätte beobachten können, wie da 2 Züge lang knallen und noch mit dem Didi dran vorbeigefahren, wieder Richtung Metrostation. Ja, 4 Züge insgesamt, also 2x2. 2 Sit-Down, 2 Suspended, können da drauf fahren. Und das waren die Aufnahmen dieser Bahn. Und dann sind wir quasi auch durch mit dem Guangzhou Sunak-Land und den Attraktionen und Rides, die wir da gemacht haben. Ich habe noch 2 Sachen jetzt hier vorbereitet. Ich werde jetzt aber mir erstmal was Neues zu trinken holen müssen, weil mein Wässerchen leer ist. Bis gleich.